zubereiten. Hello my ladies and gentlemen and welcome to the Royal Bakery of the Café Residenz in StrudelShow. My name is Katharina and today I will show you how to make the traditional Viennese Apfelstrudel. Also das Rezept selber ist über 300 Jahre alt und es besteht immer noch unverändert aus denselben zwei Teilen, nämlich aus dem Teig und aus der Fülle. The original recipe is more than 300 years old and still consists unchanged of the same two parts, the dough and the filling. Das originale Rezept kam ursprünglich aus der Türkei und da kam es den ganzen Weg bis über Ungarn nach Österreich und die Wiener haben es dann sehr, sehr berühmt gemacht. The original recipe came originally from Turkey and then it came all the way along via Hungary to Austria and then the Viennese people made it very, very famous. So, als allererstes werde ich Ihnen zeigen, wie wir unseren Teig zubereiten. And first of all, I will show you what we need for our dough. Also für unseren Teig benötigen wir sehr glattes Weizenmehl. For the dough, we always use very plain wheat flour. Lauwarmes Wasser, lukewarm water. Sonnenblumenöl, sunflower oil. Ein Ei, one egg und eine Prise Salz. And a pinch of salt. Und wenn Sie jetzt all diese Zutaten zusammengemischt haben, dann sollten Sie jetzt einen sehr glatten und kompakten Teig erhalten. And if you mix all these ingredients together, then you should get a very compact and plain dough. Und jetzt werde ich Ihnen noch einen speziellen Haustrick verraten. Wir legen unseren Teig für ca. 10 bis 15 Minuten in ein Sonnenblumenölbad ein. Und das macht den Teig sehr flexibel und elastisch und es hilft uns nachher, wenn wir ihn ausdehnen wollen. I also have a special house trick for you. We put the dough for like 10 to 15 minutes in a sunflower oil bath. And this makes the dough more flexible and elastic and of course it helps us afterwards when you want to stretch the dough. Während jetzt mein Teig in dem Ölbad rastet, zeige ich Ihnen, wie wir unsere Fülle zubereiten. And while the dough is resting in the oil bath, I will show you what we need for our filling. Für die Fülle benötigen wir sehr saure Äpfel wie Granny Smith oder Bosco und wir schälen und schneiden die Äpfel, aber wir kochen sie nicht. For the filling, we always use very sour apples like Granny Smith or Bosco and we just peel and cut the apples, but we don't cook the apples. Semmelbrösel geröstet in Butter. Breadcrumbs roasted in butter. Eine Zimt- und Zuckermischung, a cinnamon and sugar mix. Und dann geben wir auch noch unsere berühmten betrunkenen Rosinen rein. Und das sind Rosinen, die für 24 Stunden oder länger eingelegt worden sind. Und der Trick dabei ist, dass die Rosinen ein sehr gutes und kräftiges Aroma erhalten. Then we also add drunken raisins, and these are raisins which are soaked in rum for 24 hours or longer. And the trick behind it is that the raisins will get a very strong and good taste. Ein extra Schuss Rum, ein extra shot of rum und den Saft einer Zitrone. And the juice of one lemon. Und wenn Sie jetzt all diese Zutaten zusammenmischen, sollten Sie jetzt eine Füllung erhalten wie meine hier. And if you mix all these ingredients together, then you should get a filling like mine over here. Sollte das aber für Sie zu viel Arbeit zu Hause sein, ist das auch kein Problem. Sie können auch gerne unsere fertige Fülle in unserem Shop kaufen. But if this is too much work for you at home, it's no problem. You can also buy that filling outside in the shop. Zum Strudelbacken brauchen wir auch ein spezielles Strudeltuch, bestehend aus Leinen oder Baumwolle. Aber warum jetzt das Strudeltuch so speziell ist, werde ich Ihnen ein bisschen später dann zeigen. For baking a strudel, we also need a very special strudel cloth made of cotton or linen. But why this cloth is so special, I will show you a little bit later. Jetzt nehme ich den Teig aus dem Ölbad raus. And now I take out the dough from the oil bath. Jetzt wende ich ihn ein paar Mal im Mehl. Now I have to cover it with flour. Und es ist auch sehr wichtig, dass ich mein Strudeltuch bemehle, damit der Teig nicht drauf kleben bleibt. Also very important to cover the cloth with flour that the dough will not stick on it. Jetzt presse ich die seitlichen Ränder von meinem Teig runter, damit ich in der Mitte einen Hügel bekomme. Now I just press down the ends of my dough that I'm gonna hit in the middle. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, tut es mir jetzt sehr leid für Sie zu Hause, denn Sie müssen jetzt ein paar Mal um den Tisch rumlaufen, aber wir schummeln hier ein bisschen. And now in this part, I feel very sorry for you at home, my ladies and gentlemen, because you have to run around the table a few times when we cheat a little bit. Wir haben einen Drehbartisch. We have a turning table. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir den Teig immer von der Mitte nach außen ausrollen. And it's very important to roll the dough always from the middle to the outsides. Und an der Stelle
Fälle bitte geben Sie jetzt auch schon Ihren ganzen Schmuck runter, also Ringe, Uhren oder Armbänder, sonst bekommen Sie Löcher in den Teig. Now on this part, please put down your jewelry like rings, watches or bracelets, otherwise you'll get holes in your dough. Jetzt bemehle ich meine Handrücken. Now I just cover my hands with flour. Dann mache ich 2 Fäuste. I'm gonna make 2 fists. Und dann fange ich an, den Teig schon vorsichtig zu ziehen. Then I start to stretch the dough very carefully. Aber falls Sie das jetzt zu Hause nicht können, das ist kein Problem. Ich zeige Ihnen, wie Sie es auch ein bisschen anders anstellen können. But if you can't do this, it's no problem. I will show you how you can do it a little bit different. Also Sie können auch ganz einfach mit Ihrem Fäusten am seitlichen Rand entlang arbeiten. Если ты не можешь кидать, можно Und Sie просто вот brauchen так auf jeden Fall keine перебирать spezielle руками. Это Kraft попроще. anzuwenden, denn der Teig zieht sich praktisch von selber nur durch die Erdanziehungskraft und mit seinem eigenen Gewicht. So you can also just work with your fists on the ends from your dough, and you don't have to put any special force in stretching your dough because the dough is stretching for itself just with the gravity and its own weight. Und sobald der Teig groß genug ist, ist es auch schon Zeit, ihn auf den Tisch zu spannen. And when the dough is big enough, it's time to put it on the table. So, und jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie flexibel und elastisch unser Teig wirklich ist. And now I'm gonna show you how flexible and elastic the dough really is. Sie sehen, ich kann auch wieder rumspielen, ohne dass er zerreißt. And you see I can cut around on it without that it breaks. Und in Wien haben wir auch ein Sprichwort. Sollte der Teig wirklich dünn genug sein, muss man auch das Rezept durch ihn durchlesen können. And in Vienna we have a saying, if the dough is really thin enough, we should be able to read the recipe for it. Falls es aber jetzt bei Ihnen zu Hause nicht funktionieren sollte, die ersten paar Male, brauchen Sie auch nicht traurig zu sein. Sie können ja auch eine Zeitung mit einer sehr großen und dunklen Schlagzeile nehmen und dann funktioniert das bestimmt. But if this doesn't work for you the first few times, don't be sad. You can also use a newspaper with a very big and dark headline, and then it will work definitely. Покажи. Und jetzt ist es auch schon Zeit, dass wir unseren Strudel füllen. And now it's time to fill the strudel. Also ich forme ganz einfach kompakte kleine Portionen. Und ich platziere sie wie eine kleine Mauer auf meinem Teig auf nur einer Seite. I just form compact little portions and I place them on one side on my dough like a little ball. Wenn Sie jetzt am Anfang meiner Show aufgepasst haben, werden Sie wissen, dass in dem Teig selber kein Zucker drinnen ist. Das heißt, er ist neutral im Geschmack und Sie können jeden beliebigen Strudel machen. Also zum Beispiel mit Käse oder Fleisch, Pilzen, Fisch, was immer Sie wollen. Oder Sie können auch ein bisschen kreativ sein und Ihr eigenes Rezept erfinden, das vielleicht in 300 Jahren so berühmt wird wie unseres. So if you have no ties at the beginning of my show, then you will know that in the dough itself is no sugar included. So the dough is neutral in taste and you can fill your strudel with whatever you want to. Like with cheese or mushrooms, meat, vegetables for example, whatever comes to your mind. And you can also be a little bit creative and invent your own recipe and maybe it will get famous in 300 years like ours. Jetzt gebe ich ganz einfach die seitlichen Ränder von meinem Teig auf die Fülle. Now I just put the ends from my dough on the filling. Und jetzt werden Sie auch schon sehen, warum das Strudeltuch so wichtig ist. And now you will see why the strudelcloth is so important. Denn ich rolle den Strudel ganz einfach nur ein. Because I just roll the strudel in. So, das offene Ende muss ich jetzt mit geschmolzener Butter bestreichen. Und die geschmolzene Butter ist nicht nur gut für den Geschmack, in dem Fall wirkt sie sich auch als Kleber aus, denn ich muss den Strudel dann noch schließen. Now I just brush the open side with melted butter. And the melted butter is not just only good for the taste, in this case it also works like a glue, because I have to close my strudel now. Und die offenen Enden noch bitte nicht abschneiden, denn wenn Sie die abschneiden, wird Ihnen die Füllung beim Backen auslaufen. Also wir drehen die Enden ganz einfach nur ein. Dann formen wir einen kleinen Knopf daraus und pressen ihn zu dem Strudel. So please do not cut the open ends down, because if you cut them down it will happen that the filling will run out during your bake your strudel. So just twist the ends
Then form a little button and press it to the Strudel. Jetzt kommen wir zum Teil 2, warum das Strudeltuch so wichtig ist. Now we're coming to part 2, why the strudelcloth is so important. Also ich forme ganz einfach eine Tasche daraus. I simply form a bag out of it. Dann kann ich es zu meinem Backblech tragen. Then I can lift it to my baking tray. Dann brauche ich ihn nur noch einzurollen. And then I just need it to roll it on the baking tray. Und auf dem Backblech muss man den Strudel noch ein bisschen nachformen, damit er eine schönere Form bekommt. And on the baking tray, I just have to form it a little bit, then it becomes prettier. Und dann wird nochmal der komplette Strudel mit geschmolzener Butter bestrichen. Und wie Sie ja bereits wissen, ist die geschmolzene Butter sehr gut für den Geschmack. Und außerdem wird der Strudel auch eine wunderschöne goldbraune Farbe bekommen, während wir ihn backen. Now I just have to brush the whole strudel with melted butter again. And as you already know, the melted butter is very good for the taste. And the strudel will also get its pretty golden brown shiny color during the baking. So, und das ist bereits unser fertiger Strudel. So schnell und so einfach kann es gehen. And this is already my finished strudel. So fast and so easy to do. Und jetzt ist es Zeit zum Backen. Also wir backen den Strudel bei 200 Grad Celsius für ca. 30 bis 40 Minuten. Aber weil jeder Ofen anders ist, ist das Messer nicht immer auf die Uhr zu schauen. Denn der Strudel ist in der Regel fertig, wenn er so eine goldbraune Farbe bekommen hat und das ganze Haus nach Apfelstrudel duftet. So now it's time to bake the strudel. We bake the strudel for 200 degrees Celsius for like 30 to 40 minutes. But you don't have to look on your watches all the time because every oven is different. The strudel is finished if it has this golden brown shiny color and the whole house smells like Apfelstrudel. Nach dem Backen kommt leider auch schon die schwierigste Zeit, denn Sie müssen, egal wie gut es duftet, eine halbe Stunde warten, bevor Sie den Strudel überhaupt einmal anschneiden können. Denn die Füllung ist so heiß, dass sie einfach ausrinnen würde, also wäre es halt besser in der Zeit spazieren zu gehen oder einfach bei Nachbarn zu warten. So and after the baking it comes to the really hardest part because you have to wait, no matter how delicious it smells, for like half an hour before you can cut it. Otherwise the filling will be so hot and it will run out then, so it's better to go for a walk in this time or just wait by neighbors. Wir haben auch gratis Rezepte für Sie draußen vorbereitet an der Kasse in 8 verschiedenen Sprachen. We also have free recipes for you outside an account in 8 different languages. Auf dem Rezept hier unten ist eine sehr wichtige Telefonnummer und das ist unsere Strudel-Hotline. Sie können uns gerne 7 Tage die Woche auf diesem Telefon anrufen, falls Sie Fragen oder Probleme haben, dann werden wir Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. On the bottom of the recipe is a very important telephone number over here. And this is our Strudel hotline. And if you have any questions or problems at home, no problem, you can call us here 7 days a week on this telephone and we will help you out. Falls Sie uns aber jetzt nicht erreichen sollten, weil jemand von uns gerade eine Show macht oder wir bereits geschlossen haben, dann müssen Sie bitte auf die Zeit oder noch auf die Öffnungszeiten achten. Können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben, die auch auf dem Rezept steht, oder Sie können uns auch gerne auf Facebook erreichen unter Original Wiener StrudelShow. So, but if you can reach us because one of us is making a show right now, or we're already closed, please take care of the time zones and the opening hours. Then you can also mail us. The mailing address is also on the recipe on the button. Or you can also find us on Facebook under Original Wiener StrudelShow. Sie können uns auch gerne Bilder schicken, die Sie jetzt während der Show gemacht haben. Sie können sie auch gerne auf Facebook hochladen, sie dann mit unserer Gruppe verlinken oder uns einfach per E-Mail zukommen lassen. You can also send us the pictures you took now from the show. You can upload it on Facebook and post it in our group or just send us an email. So, aber falls Sie jetzt noch Fragen haben sollten nach der Show, dann können Sie auch gerne mich oder meine netten Kollegen draußen fragen und wir werden Ihnen auf jeden Fall bei jedem Problem weiterhelfen. But if you have any questions now after the show, then feel free to ask me or my nice colleagues outside and we will help you with every your Strudel problems. Und das ist jetzt auch schon leider das Ende meiner kleinen Show. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und auch sehr gut geschmeckt. Und falls Sie jetzt noch mich und mein Team mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen wollen, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie hier in dieser Schüssel etwas für uns hinterlassen würden. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Aufenthalt hier im Schloss Schönbrunn und in Wien. Und ich danke Ihnen recht herzlich fürs Kommen und fürs Zuschauen. So, and this is already the end of the little show. I hope you like it a lot and I hope it tastes very good. And if you would like to support me and my team with a little tip, then we would be very thankful. If you would like some here in the bottle. Otherwise, I wish you a very pleasant stay.